Hi, Joe Vogel hier. Ich wurde in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gefragt, was Survival eigentlich bedeutet oder was Survival für mich bedeutet. Jetzt ist eine allgemeingültige Definition alles andere als einfach. Wir helfen uns, indem wir sagen, Survival ist erstmal nur das unmittelbare Überleben einer lebensgefährlichen Situation, also das Abwenden des Todes. Allerdings kann hinten raus diese Situation auch langfristige Auswirkungen haben. Du kannst chronisch krank werden, du kannst mittelfristig erkranken und sterben. Um das Ganze ein bisschen besser erfassen zu können, hilft man sich mit der sogenannten Dreierregel. Aus dieser Dreierregel gibt es die abgeleitete Prioritätenliste, die man versucht in einem Überlebensnotfall abzuarbeiten. Warum ich persönlich von der Dreierregel nicht allzu viel halte und was Survival für mich bedeutet, erfährst du jetzt. Survival sind Techniken, die dir die volle körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und Gesundheit erhalten sollen. Kurz-, mittel- und langfristig. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, mache ich ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast Durst und hast kein Wasser zur Verfügung. Es droht das Verdursten. Also trinkst du Wasser, das allerdings nicht aufgereinigt ist. Jetzt könntest du sagen, okay, Wasser ist eine sehr, sehr hohe Priorität für mich. Und deshalb trinke ich das Wasser jetzt auch unaufgereinigt. Jetzt ist das Ganze aber möglicherweise ein Bärendienst, wenn du dich mit dem Wasser vergiftest, also beispielsweise gefährliche Keime zu dir nimmst oder Stoffe, die für dich ungesund sind, dann bekommst du schweren Durchfall und du verdurstest viel schneller, als wenn du kein Wasser getrunken hättest. Diese sogenannte Exsikkose ist eine der größten Gefahren, wenn du verunreinigtes Trinkwasser aufnimmst. Mittelfristig könnte es sein, dass du also länger überlebst, wenn du kein Wasser aufnimmst, sofern es nicht aufgereinigt worden ist. Langfristig kann unaufgereinigtes Wasser wiederum den Tod bedeuten, indem du dir entweder chronische Infektionen mit Salmonellen und ähnlichen Krankheitserregern, die sich in deinem Körper festsetzen, bekommst, oder aber du bekommst etwa Leberegel oder Pärchenegel, die über Trinkwasser verunreinigtes oder beispielsweise auch rohen Fisch aufgenommen werden können. Hier ist es also ganz wichtig zu unterscheiden, ob wir unmittelbar unser Leben erhalten wollen und dann nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit haben, diese unmittelbaren Schäden durch Behandlung mit Medikamenten oder durch Behandlung mit einem Arzt abzuwenden. Oder ob wir sicherstellen wollen, dass wir aus dieser Situation einfach rausgehen können bei voller Gesundheit und ohne jeden mittelfristigen und langfristigen Schaden. Die Dreierregel besagt also Folgendes. Du kannst 3 Minuten ohne Sauerstoff überleben. Nach 3 Minuten erstickst du und stirbst. Du kannst 3 Tage ohne Wasser überleben. Nach 3 Tagen ohne Wasser verdurstest du. Und du kannst 3 Wochen ohne Nahrung überleben. Nach 3 Wochen ohne Nahrung, so besagt die Regel, verhungerst du. Und letztendlich kannst du etwa 3 Monate ohne soziale Kontakte überleben. Nach 3 Monaten ohne soziale Kontakte wirst du depressiv und stirbst oder gibst dein Leben auf. Anhand dieser Dreierregel werden sogenannte Prioritäten abgeschätzt. Die Prioritäten sind beispielsweise Feuer, Wasser, Unterkunft und Nahrung. Jetzt habe ich relativ große Probleme mit dieser Dreierregel. 3 Minuten ohne Sauerstoff oder ohne Atemluft, da bin ich einigermaßen konform. Manche können etwas länger die Luft anhalten. Aber es sieht schon beim Wasser etwas anders aus. Wenn es sehr, sehr kalt ist, dann kannst du ohne Trinkwasser durchaus eine Woche überleben. Wenn du das falsche Wasser zu dir nimmst und Durchfall bekommst oder beispielsweise Salzwasser oder vergiftetes Wasser zu dir nimmst und deshalb stirbst, kannst du mit Trinken sehr viel schneller als nach 3 Tagen eingehen. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Natürlich, Nahrung ist wichtig. Ein gesunder Mensch kann nicht nur 3 Wochen, sondern eher 3 Monate und ein übergewichtiger Mensch bis zu einem Jahr ohne jede Nahrungsaufnahme überleben. Allerdings nimmst du mit der Nahrung eben nicht nur Energie auf und die Nahrung bedeutet auch nicht nur, dass du die entsprechende Energie in Muskelbewegung umsetzen kannst. Was das bedeutet, besprechen wir gleich. Wie sieht es mit sozialen Kontakten aus?
Viele, viele Mönche, Biologen, Informatiker und Emeriten kommen sehr viel länger als 3 Monate ohne jeden sozialen Kontakt aus. Die Dreierregel kann als ersten Hinweis genutzt werden, mit welchen Faktoren man sich in einem Überlebensnotfall beschäftigen muss. Allerdings nur dann, wenn du diese Regel nicht sehr steif siehst. Eines meiner wichtigsten Beispiele ist tatsächlich die Nahrung. Es ist korrekt, die allermeisten von uns halten mehrere Monate komplett ohne Nahrung aus, bevor sie wirklich verhungern. Allerdings kann man sehr viel früher sterben, wenn man keine Nahrung zu sich nimmt. Und es hat nicht mal nur damit zu tun, dass in der Nahrung natürlich wichtige Mineralien und Salze drin sind, die der Körper ständig braucht, insbesondere wenn er stark schwitzt. Du kannst also nicht längere Zeit nur von irgendwelchen Früchten überleben. Du wirst zu wenige Mineralien aufnehmen, wenn du das so machst, und dann kann es zu Ödemen kommen, du kannst nicht mehr richtig schwitzen, und auch wenn du dann genügend Trinkwasser zu dir nimmst, dann kann es sein, dass du entsprechend deutliche physiologische Einschränkungen, körperliche Einschränkungen hast und nicht mehr voll leistungsfähig bist. Das meine ich aber noch nicht mal. Das Problem ist, wenn du nicht genügend Nahrung zu dir nimmst, dann wirst du kraftlos, demotiviert, erschöpft und bist nicht mehr in der Lage, weiter zu planen. Wenn du jetzt nicht in der Lage bist, beispielsweise ein Feuer zu machen, das ist ein Vorgang, der draußen sehr viel Energie und Zeit benötigt, keine saubere Notunterkunft machst oder falsche Entscheidungen triffst bei diesen Techniken, dann kann es sein, dass du nicht aufbereitetes Trinkwasser zu dir nimmst und verdurstest, und zwar nur deshalb, weil du keine Nahrung hattest und keine Energie, um dich wirklich damit zu beschäftigen. Oder du kannst unterkühlen, weil du kein Feuer anbekommen hast oder nicht in der Lage warst, genügend Holz zu sammeln. Oder du kannst schwer verletzt werden, weil du die nächstbeste scheinbar sichere Notunterkunft gewählt hast und nicht so gut aufnahmefähig warst, dass du die offensichtlichen oder versteckten Gefahren einer Lagerstation oder eines Umfelds richtig einschätzen kannst. Es ist also tatsächlich beispielsweise eine Art Turboverhungern möglich, auch innerhalb einer Woche oder vielleicht sogar innerhalb von wenigen Tagen. Das ist der Grund, warum niemals einer dieser Teilbereiche vernachlässigt werden darf. Du darfst also nicht sagen, wenn ich draußen bin und ich bleibe beispielsweise 1 bis 7 Tage fern der Zivilisation, dann kannst du nicht sagen, ich brauche Wasser, ich brauche vermutlich keine Nahrung, weil nach 7 Tagen bin ich noch nicht verhungert. Das wird so nicht funktionieren, sondern weil du nicht genügend Nahrung hast, wirst du das Wasser auch nicht richtig machen. Du wirst die Notunterkunft nicht richtig machen, weil du nicht in der Lage bist, dementsprechend sinnvoll zu planen und zu handeln. Wenn du einen Teilbereich vernachlässigst, wirst du auch alle anderen Teilbereiche vernachlässigen. Im Survival reden wir davon, dass wir 4 Teilbereiche als die Grundbedürfnisse abdecken müssen. Das ist Feuer, Wasser, Shelter und Nahrung. Diese sind eigentlich nicht in einer bestimmten Reihenfolge vorhanden. Du musst in jeder Situation abschätzen, was für dich gerade das Wichtigste ist. Selbst wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist oder nur wenige Kilometer von dir entfernt ist, kann es sein, dass deine Prioritätenliste eine komplett andere ist. Das kommt selbstverständlich erst mit der Erfahrung, dem Training und der Übung. Wir beschäftigen uns im Survival-Training also immer damit, diese Bedürfnisse abdecken zu können. Wir versuchen immer Feuer zu machen. Feuer ist das wichtigste Universalwerkzeug. Mit dem können wir Wasser, was als wichtigstes nächstes Bedürfnis vorhanden ist, abkochen oder auch Nahrungsmittel genießbar machen. Wenn wir kein Feuer schaffen, dann müssen wir andere Wasserquellen suchen, wir müssen andere Nahrungsquellen suchen. Und auch die Unterkunft, Schutz und Wärme, die zu diesen Grundbedürfnissen gehören, ist abhängig davon, ob wir ein Feuer entzündet bekommen. Wenn ich ein Feuer habe, kann ich beispielsweise mit dem Rauch oder mit dem Dampf von Pflanzen Stechmücken, Sandmücken und andere Lästlinge fernhalten. Habe ich kein Feuer, brauche ich eine Notunterkunft, die mich vor diesen Tieren schützen kann. Wenn du gerade nicht so viel rauskommst, weil du krank bist oder es einen Lockdown gibt oder wenn du in der Vorbereitung von einer Expedition bist, dann kannst du dich auch gedanklich damit beschäftigen. Welche Techniken würdest du beispielsweise verwenden, wenn du weißt, dass es sehr viel regnet vor Ort oder wenn es sehr kalt ist? Brauchst du dann bestimmte Notunterkünfte, die du dir erstmal herstellen musst, um alle weiteren Techniken machen zu können, etc. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Trainings, sich Gedanken im Voraus damit zu machen, was man wo durchführen würde.
Was hältst du von dieser Dreierregel? Ist das Ganze absoluter Mumpitz oder ist es eine gute Daumenregel, die man aber trotzdem mit einem gewissen Körnchen Salz nehmen sollte? Schreib es mir unten in die Kommentare. Außerdem, wenn du mehr dieser Videos sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal, lass einen Daumen nach oben da und auch wenn es jetzt minus 20 Grad hat und du vielleicht 2 Meter Schnee hast, du kannst ja als Notunterkunft erstmal ein Iglu bauen, geh raus, mach's gut, bleib gesund.